Grüß Gott miteinander. Ja, ich wollte mich mal melden mit einem kleinen Update. Die Katz liegt auch, also Kimi liegt auch hier. Und insofern sitzen wir jetzt mal draußen. Der Wind ist relativ stark, aber ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich wollte mal ein Update geben im Blick auf Digitalisierung. Digitalisierung, da hatte ich mich ja sehr begeistert schon geäußert und habe gesagt, dass es hier perfekt ist. Es hat aber alles Licht und Schatten. Es ist nun so, dass die Digitalisierung funktioniert sehr gut. Das Problem ist nur, wenn keiner auf der anderen Seite dann die Sachen bearbeitet, dann hängst du natürlich irgendwo in einem sogenannten Dead End. Das heißt, bei uns konkret ist es jetzt so, ich habe ja ganz schnell meine Steuernummer bekommen und brauche aber eine Umsatzsteuernummer auch noch. Sonst kann man kein internationales Rechnungslegungsverfahren machen. Also ich kann meine Rechnung zwar reinschicken, aber es bezahlt niemand, weil ich muss meine Umsatzsteuernummer angeben. Die Umsatzsteuernummer bekomme ich aber nur, wenn ich eine sogenannte Carte Séjour habe. Diese Aufenthaltsgenehmigung ist für uns eigentlich sehr einfach zu erhalten, weil wir sind im Schengen-Raum und du musst im Grunde genommen eigentlich ja nur sagen, ich bin hier, ich wohne hier und das läuft alles digital. Nur ist es aber so, dass diese Carte Séjour wiederum Voraussetzung ist, um ein Auto-Entreprise anzumelden, die wiederum Voraussetzung ist, um die Umsatzsteuernummer zu bekommen. So, jetzt haben wir das Problem, dass in dieser Präfektur zwar unsere Unterlagen angekommen sind, aber es findet sich scheinbar niemand, der das bearbeitet. Das heißt, wir waren schon dort, da standen, was weiß ich, 200 Leute draußen, vorwiegend Flüchtlinge aus den Komoren. Also da ist überhaupt kein physisches Durchkommen. Wir haben gehört von Leuten, die in der Nacht um 1 dort angestanden sind, damit sie dann morgens als Erste am Zaun stehen, was aber irgendwie auch keine Option ist, jedenfalls aktuell noch nicht. Darüber hinaus gibt es eine Telefonnummer, da kann man anrufen, dreimal in der Woche, jeweils 2 Stunden. Also wir haben das jetzt in den letzten Wochen versucht und man kommt am Ende immer an einer Computerstimme raus, die sagt, alle Leitungen sind belegt. Dann legst du auf und dann versuchst du es wieder. Das machst du dann 5 Stunden in der Woche und dann denkst du irgendwie, ja, da ist gar niemand. Wir haben dann, nachdem also jetzt fast 4 Wochen ins Land gegangen sind, haben wir dann nochmal eine E-Mail geschickt an die entsprechende Stelle, nochmal mit den ganzen Unterlagen und darauf eben hingewiesen, okay, bitte, und wir brauchen die Nummer, wir können keine Rechnung stellen, insofern auch kein Verdienst. Und dort, es gibt wohl ein Gesetz, dass nach 5 Tagen oder innerhalb von 5 Tagen muss geantwortet werden, wenn du auf solche Webseiten oder über solche Webseiten Kontakt zu den Behörden aufnimmst. Ja, das mag wohl in der Theorie so sein, aber in meinem Sprachkurs bei Antoine, der hat dann nur gelacht und hat gesagt, ja, mit viel Glück kann es in 5 Tagen passieren. Es kann aber auch 5 Monate dauern. Also auf das Gesetz ist sozusagen nichts zu geben. Unser Nachbar meinte, dass der hat auch ein bisschen nachrecherchiert, sind uns ja sehr gewogen. Er ist selber auch Jurist und hat gemeint, also der Durchschnitt sind 3 Monate. Ja, jetzt ist halt die Frage, was wir jetzt als nächstes tun, denn ist halt blöd, wenn du kein Geld bekommst für deine Arbeit. Und wir müssen ja auch hier unsere Lebenshaltungskosten bestreiten. Und insofern, ja, setzt uns das jetzt etwas unter Druck und relativiert auch meine Begeisterung von Digitalen. Perfekt wäre es, wenn das Digitale Hand in Hand gehen würde mit Personen, die auf der anderen Seite tatsächlich physisch auch sitzen, so dass die Dinge auch bearbeitet werden können. Weil es macht ja keinen Sinn, etwas irgendwo reinzuschieben in ein System, wo es am Ende dann niemand abnimmt. Und ja, da sind wir jetzt ein bisschen am Tüfteln, am Überlegen, was wir als nächstes machen können, wie wir es gestalten können, damit wir endlich diese blöde Umsatzsteuernummer bekommen können. Es ist im Übrigen auch so, dass für diese Solo-Entrepreneurs oder Entreprise diese Selbstständigkeit als Einzelunternehmer im Grunde genommen, die hier gar keine Umsatzsteuernummer vergeben, weil, ja, warum weiß ich eigentlich auch nicht, aber das war die Aussage, als wir unsere Steuernummer bekommen haben. Und insofern war ich dann ganz überrascht, dass ich diese andere Nummer auch brauche, weil ich habe natürlich meine erste Rechnung nach Deutschland geschickt und da hieß es, nö, wir brauchen die Umsatzsteuernummer.
und dann das weitere Recherchieren. Okay, du musst ein Gewerbe anmelden, damit du diese Nummer bekommst und eben dann Carte Séjour als erstes und ja. Die Carte Séjour ist übrigens auch dann wiederum die Voraussetzung für die Anmeldung ins Gesundheitswesen. Also insofern hängt jetzt alles in diesem Flaschenhals, den wir hoffentlich bald irgendwie öffnen können. Ansonsten geht's uns gut. Ja, genau, für die, die das anschauen, es würde mich echt freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Das hilft mir und ja, ist natürlich auch eine Motivation, weiterzumachen, noch mehr zu tun. Und man kann die Website halt einfach, beziehungsweise die Seite, den Kanal bei YouTube nicht finden, wenn es keine Abos gibt. Insofern Likes und Abos würden mich freuen. Die Amerikaner sehe ich immer, ich habe ja auch einige Abos in den verschiedensten Bereichen, die bewerben das immer ganz offensiv. You would tremendously help me out. Mir ist das etwas wesensfremd, aber die, die mich kennen, die wissen auch, dass ich da nicht so der Marketingschreier bin. Naja, ich sag's jetzt trotzdem mal und insofern gehabt euch wohl und es kommen bald wieder neue Nachrichten und der Kimi liegt auch noch da. Tschüss.